Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich denke mal, die Gemüter haben sich wieder beruhigt. Zumindest ist es bei mir der Fall. Ja, ich habe auf jeden Fall mit dem Thema jetzt abgeschlossen und bin jetzt der Zukunft weitestgehend positiv gegenüber gestimmt. Ne? Ich habe mir die Vorteile auf jeden Fall jetzt für mich erstmal so rausgesucht und ja, dadurch, dass ich ja jetzt am Freitag nun ein bisschen Zeit habe, ne, ein bisschen mehr Zeit als geplant, gibt es natürlich halt, wie gesagt, auf Freitag trotzdem, wie gestern schon im Video erwähnt, einen Livestream. Ich habe mir aber nochmal überlegt gehabt, dadurch, dass ich mir halt so viel Zeit eingeplant habe für speziell den Freitag jetzt, wird es, wie auch schon gesagt, angekündigt, ab 16 Uhr einen Livestream geben. Aber das wird ein mindestens 10 Stunden Livestream werden. Ne? Also wir werden von 16 Uhr bis 2 Uhr morgens Shakes and Fidget streamen. Und zwar den neuen Legendary Dungeon, auf den ich mich sehr freue. Jetzt dadurch, dass der W50-Server jetzt nicht erscheint, können wir uns nochmal mehr auf diesen Dungeon konzentrieren, was auch nochmal gut ist. Und ja, beim letzten legendären Dungeon haben wir auch sehr viel Zeit da drin verbracht, unser Equipment zu bekommen und werden diesen Dungeon natürlich auch wieder machen. Außerdem habe ich ja mehr oder weniger versprochen, dass es halt auch fette Streams geben wird. Also wird es auch jetzt erstmal am Freitag zumindest einen fetten Stream geben. Wie es das Wochenende aussieht, muss ich erstmal gucken. Aber zumindest am Freitag kann ich euch schon mal versprechen, da habe ich richtig Bock drauf und bin ich auch trotzdem immer noch sehr gehypt auf den neuen Legendary Dungeon, weil es ist jetzt der letzte Dungeon, den wir jetzt kennenlernen dürfen, der jetzt uns vorgestellt wird und oh nice, Handschuhe haben wir hier. Genau, und dann haben wir quasi alle Dungeons soweit durch, 4 Stück waren es, glaube ich, ne? Das ist der erste, zweiter, dritter, ja und der vierte kommt jetzt. So, und das ist jetzt der letzte legendäre Dungeon, den wir kennenlernen. Das heißt, es ist nochmal eine Premiere sozusagen mit ja, neuen Animationen, neuen Items, neuen Gegnern, neues Design, neuer Synchronsprecher. Ne? Steckt natürlich auch sehr viel Arbeit drin und das werden wir jetzt am Freitag natürlich auch zelebrieren zusammen. Ne? Also wie gesagt, schaltet auf jeden Fall ein von 16 bis mindestens 2 Uhr morgens, wenn nicht sogar noch ein bisschen länger. Da muss ich mal schauen. Das entscheide ich spontan, aber 10 Stunden werden es Minimum werden. Ne? Gut, das auf jeden Fall, da freue ich mich auf jeden Fall sehr, sehr drauf und ich hoffe, ihr auch. Ne? Gut, das auf jeden Fall dazu. Dann kommen ja heute oder sollen heute nochmal neue Infos über das Update erscheinen. Ne? Ich muss jetzt gleich los zur Spätschicht. Ich bin heute Abend erst um 22 Uhr wieder zu Hause. Das heißt, ich werde die Update-News so weit jetzt erstmal dahingehend verpassen, dass ich euch die nicht rechtzeitig zeigen kann. Ich werde, denke ich mal, heute Abend, wenn ich wieder ankomme, nochmal ein Video machen zu den Update-News und dann nochmal gucken, was uns da noch ja, neben dem legendären Dungeon so erwartet. Außerdem, ja, ist ja Freitag auch noch dieser Special-Stream und ich glaube, ich weiß nicht ganz genau, was ist das eigentlich für ein Handschuh hier? Ist der neu? Der ist irgendwie... Ach so, das ist das Symbol, dass heute Handschuhe dran sind, lol. Nein, das ist mir noch nie aufgefallen tatsächlich. Ja, und am Freitag ist ja auch dieser Special-Stream von Shakes and Fidgets Seite aus. Ja, mal gucken, was uns da erwarten wird, wenn wir unseren Livestream machen, können wir ja auch mal da vielleicht mal nebenbei mal reinschauen und mal gucken, was da los ist. Ne? Wenn es da wieder einen besonderen Anlass gibt, dann ja, denke ich mal, spricht da nichts dagegen, dass wir da mal rüberschauen auf jeden Fall und da mal Grüße da lassen oder so. Oh, oha, was ist denn hier los, Alter? Gut, kann ich leider nicht gebrauchen. Ich hoffe mal, ihr habt alle euren Code eingegeben hier, bday21, ne? Damit ihr hier dieses Item erhalten könnt. Kostet 1 Gold, kann man in die Toilette schmeißen, ja. Ich glaube, ich habe ein bisschen Kristalle verloren, aber gut, 1 Gold tut ja nicht weh. Dafür den Füllstand nochmal ein bisschen hochtreiben. Da ist ja 1 Gold quasi ja, nahezu nix. Und dann können wir es trotzdem noch zerlegen. Genau, ja, und das werden wir auf jeden Fall am Freitag auch machen. Ne? Mal schauen, was da drüben denn los ist, was die sich so da einfallen lassen haben. Und ja, wie gesagt, außerdem kommen ja heute noch mal ein paar neue Update-News oder ich weiß nicht ganz genau, was da kommen wird, aber da bin ich auf jeden Fall trotzdem auch noch immer sehr gespannt und
werde euch das, sobald ich zu Hause bin, dann auch nochmal zeigen, was da denn besprochen worden ist und was es da Neues zu zeigen gibt. Außerdem habe ich gehört, aber diese Angaben sind ohne Gewehr, ne? Also nicht das zum Schießen, sondern jetzt, ne? Also kann ich euch jetzt nicht versprechen, ob diese 100% Bulletproof, ja, passt jetzt eigentlich zum Gewehr irgendwie, dass sie, ja, also ich kann euch nicht 100% versprechen, ob die so stimmen oder nicht, aber ich habe zumindest gehört, dass nach dem Legendary Dungeon sich jetzt wieder mit einem normalen Dungeon wohl beschäftigt wird, also halt nicht diese temporären Legi-Dungeons, die wir jetzt kennen, sondern ein normaler Dungeon, den sich halt viele gewünscht haben. Und vielleicht mal gucken, vielleicht so eine Karte, ne? Weil das ist ja nun, also da kann ich, denke ich mal, für alle sprechen, das ist ja nun wirklich ein Community-Wunsch, der schon sehr lange, ich würde jetzt schon sagen, Jahre tatsächlich schon besteht, über eine neue Dungeon-Karte, eine neue Roadmap quasi, über neue Dungeons, weil das ist ja nun schon mehr als überfällig. Ich sag's immer wieder, die nordischen Götter haben nicht mal einen designten Dungeon hier auf der Karte, so, das spricht eigentlich schon dafür, dass mal vielleicht eine dritte Karte oder so erscheint, wo man nochmal mehr Dungeons raufknallen kann und dann nochmal mehr Potenzial auf jeden Fall für neuen Content bietet. So, das ist ein Community-Wunsch, den höre ich wirklich sehr häufig, so, mal gucken, vielleicht wird es umgesetzt. Ich hatte zumindest gehört, wie gesagt, ob es so stimmt, kann ich euch nicht sagen, dass nach dem legendären Dungeon eventuell an so einem standhaften Dungeon, sage ich mal, nicht so einen temporären, gearbeitet wird. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was da auf uns zukommen wird. Und natürlich auch frohen Gemüts, dass so ein Dungeon auch mal wiederkommt. Ne? Ist ja schon lange her jetzt, sage ich mal, der letzte Dungeon. Gut, wir können 3 Gegenstände beim Schmied zerlegen. Da müssen wir mal schauen, was wir hier noch so... Dann nehmen wir am besten mal Items, die jetzt nicht so von großem Wert sind hier irgendwie. Haben wir noch ein Item, was jetzt nicht so viel Gold einbringt, damit wir die noch zerlegen können hier. Guck mal, hier 1 Mille, das können wir doch zerlegen, zack. So, da haben wir noch eins mit 2, okay, hier ist noch 1,25. Okay, nehmen wir das einfach. Warte mal, hat es mehr Kristalle? Na gut, kommt nicht drauf an. Okay, haben wir das auch, zack. Ja, und ich hoffe, ihr seid am Freitag da auf jeden Fall mit dabei. Wie gesagt, ich bin da sehr gehypt auf jeden Fall. Ne? Ist halt schade, dass jetzt nicht noch parallel dazu W50 kam, aber muss man halt jetzt zuerst mal hinnehmen. Ne? Und da denke ich mal, ist auch alles zu jetzt die letzten Tage gesagt worden, was das angeht. Da möchte ich jetzt auch nicht nochmal eingehen auf das Thema. Genau. Und wir werden dann einfach zusehen, dass wir dann eine schöne Zeit haben werden, dann am Freitag. Ne? Das wird auf jeden Fall ein sehr, sehr langer Stream werden. Und weil auch schon gestern 1, 2 Leute gefragt haben, dass sie da vielleicht nicht Zeit haben oder so, oder erst abends wieder nach Hause kommen oder bis wann der geht. Ne? Also ich denke mal, die meisten Leute haben da schon mal die Zeit, um mal kurz mal reinzuschauen. Ne? Deswegen, ja. Mal gucken, vielleicht wird es auch der allerlängste Stream, den ich bisher gemacht habe. Das kann ich aber noch nicht versprechen. Ich glaube, der allerlängste war jetzt, glaube ich, tatsächlich der vorletzte Stream. Also auf jeden Fall der Stream, wo wir im legendären Dungeon uns komplett ausgerüstet haben und dieses Equipment hier bekommen haben. So, ne? Und ja, der war ja knapp 10 Stunden, der war 9 Stunden 20 oder so. Also diesmal machen wir auf jeden Fall die 10 Stunden voll. Das möchte ich auf jeden Fall als Achievement erreichen. Ist jetzt zwar kein 24-Stunden-Stream, so, ne, aber ich denke mal 10 Stunden sind auch auf jeden Fall mehr als ausreichend, ne, und ich denke mal, diese Zeit werden wir auch gut rumbekommen, so, ne, freue ich mich sehr drauf. So, wir skippen nochmal kurz hier den Arena-Manager durch, damit wir hier nochmal alles schnell ausgebaut haben. Damit wir so gut wie möglich die Chancen haben, dass wir bei den legendären Waffen auch gute Runen bekommen und so weiter und so fort. Ist natürlich die Sache, klar, es ist natürlich jetzt nicht, ne, darüber müssen wir jetzt nicht diskutieren, es ist natürlich nicht sehr worth an meiner Stelle jetzt nochmal den legendären Dungeon durchzugrinden, weil ich ja immer noch das Equipment habe von dem letzten Dungeon und der ist halt, jetzt noch nicht so viele Level her, dass man jetzt behaupten könnte, ich müsste jetzt mein komplettes Set nochmal wechseln, ne? Weil das brauche ich jetzt nun wirklich nicht machen. Ne? Die Gegenstände sind noch aktuell. Ich werde das hauptsächlich aus dem Grund machen, um halt hauptsächlich die Einträge hier zu sammeln im Sammelalbum, damit ich eine bessere Chance habe, um legendäre Edelsteine auch zu finden.
Und natürlich ist es auch für mich eine ziemlich krasse Gold-Einkommensquelle, ne, wo wir auch natürlich uns auf unserem Server hier auch wieder mal einen kleinen Boost verschaffen können, weil ich glaube, es wird keiner so intensiv den Leggy-Dungeon spielen wie ich. Und ja, das ist für mich immer eine gute Möglichkeit, um an die anderen hier auf dem Server aufzuschließen. Das ist es mir das Geld denn wert. Außerdem muss man daneben auch noch sagen, spiele ich ja nicht für mich privat hier den Leggy Dungeon 10 Stunden, das würde ich natürlich nicht machen. Dadurch, dass ich das ganze Event halt auch noch live streame, erschaffe ich ja mehr oder weniger, Ansichtssache halt, auch noch einen Mehrwert so ein bisschen für euch, ne? Und genau, dadurch werden ja halt auch die Kosten von dem Leggy Dungeon auch wieder ein bisschen reduziert, sag ich mal, ne? Also ist ja auch irgendwo eine Win-Win-Situation so, ne? War ja beim letzten Livestream auch so gewesen, dass da teilweise Leute mir einen kompletten Run irgendwie finanziert haben oder noch mehr sogar an Donations oder halt, wie gesagt, halt auch alleine von den Werbeeinnahmen der Videos, dass man sich hier auch sowas mal leisten kann, ne? Und dafür bekommt ihr dann halt auch dann so eben so einen geilen, langen Stream. Ne? Das wäre halt dann ohne euch an der Stelle natürlich auch nicht möglich. Gut, wir lassen das Ding nochmal durchlaufen hier. Vielleicht schaffen wir das letzte Ding nochmal hier auf 10.000 zu bringen. Einer fehlt noch. Ja, und dann werde ich meine Toilette hier natürlich noch maxen und dann sieht das erstmal schon wieder ganz gut aus. Wir sind jetzt, habe ich gar nicht gesehen, im Triquadragintillion-Bereich tatsächlich angelangt. Ja? Das ist natürlich eine schöne Zahl. Und ja, mal schauen. Wir können ja nochmal einen Free-Try machen hier bei Ares. So, ich werde, denke ich mal, hauptsächlich, ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Ich werde erstmal mein Inventar freikriegen. Ich habe, glaube ich, auch nicht, ich weiß nicht, ob sich das so lohnt, die Gegenstände auszutauschen, weil die habe ich auch alle so gut verbessert jetzt und habe überall Leggy-Steine drin. Das heißt, ich kann die nicht mal zerlegen. Ne? Oder ich darf die nicht mal zerlegen, sondern muss die Steingewinnung hierbei machen, um den Leggy-Stein rauszuholen, weil die halt sehr, sehr wichtig sind und ich so viele Leggy-Steine noch nicht gesammelt habe. Das sind hier alle, die ich habe, ne? Die ihr jetzt gerade seht. Und ja, bei der Steingewinnung verliert man, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr Ressourcen, als wenn man den Gegenstand jetzt so an sich jetzt zerlegen würde. Bin ich mir jetzt aber ziemlich unsicher. Und das nur wegen ein paar Stat-Punkten. Ne? Ich weiß nicht, wie viele es sein werden. Da müssen wir mal gucken, wenn es denn soweit ist mit dem Leggy Dungeon, wie sehr sich denn der Unterschied denn bemerkbar macht jetzt zwischen den Items, die ich anhabe und die neuen Items, die ich bekomme. Das sind vielleicht 20, 30 Stats oder so. Vielleicht nicht mal, vielleicht, mal gucken. Und da muss man auch wieder die Runen tauschen und so. Ach, ich weiß nicht. Also dahingehend, equipmenttechnisch lohnt es sich überhaupt nicht, was das angeht. Mal gucken. Vielleicht wird mein Begleiter das ein oder andere Item hier erhalten. Ansonsten werde ich natürlich auch viele Items wieder verkaufen müssen. Ne, zerlegen natürlich auch ganz viel für Kristalle auch. Ne? Und ja, dann gucken wir einfach mal, was denn dabei rumkommt. Wie gesagt, der Hauptansporn für mich ist halt eben ja, das Gold, was man halt dadurch bekommt. Ne? Was natürlich auch schon zum Großteil reduziert worden ist jetzt, ne? Durch den Nerf, ne? Bekommt man ja halt auch nicht mehr so viel Gold nach den ersten 10 Runs oder so. Und danach geht es dann halt steil bergab. Ich muss mal gucken. Auf jeden Fall werden wir uns definitiv durch den Dungeon grinden, bis wir alle Items haben. Auf dem Battle Mage werden wir das genauso tun. Hier habe ich ja noch ein paar Pilze über. Ich werde aber auch nicht alles verbrauchen hier. Ne? Wie gesagt, hier ist ja eher so pilzsparend angesagt. Trotzdem möchte ich hier auch auch vielleicht alle Items mal einmal zumindest finden hier von den Geburtstagsdungeon, damit ich hier auch meine Chance auf Leggy-Steine ein bisschen erhöhe und ja, vielleicht auch in der Ehrenhalle dann ein bisschen höher komme, weil wir stehen hier auch tatsächlich bis zur 8 hier oben, stehen wir von der Ehre eigentlich alle gar nicht mal so weit auseinander, ziemlich nah beieinander und das, denke ich mal, könnte ich auch verbessern, wenn ich mich einmal komplett neu equippe. Aber gut, das soll es erstmal für heute soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls der Fall sein sollte, lasst gerne Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Falls Updates nochmal rauskommen, hören wir uns heute Abend nochmal. Haut rein und bis zum nächsten Mal.